Guck mal, so kurz vor Sonnenaufgang und ich gehe für euch heute früh auf den Markt. Ja, super früh, aber der Markt findet nur morgens statt und das kommt aus der Tradition, weil früher haben die Leute einfach ihre Erledigungen gemacht, bevor sie in die Kirche gegangen sind. Spätestens jetzt habt ihr wahrscheinlich verstanden, dass ich auf dem Hamburger Fischmarkt bin. Und Märkte, die gibt es in jeglicher Form, analog, digital. Ja, da ist eine ganze Plattformökonomie entstanden. Ja, guck mal auf die Uhr, wieso ich so früh raus muss. Ja? Da muss jemand aber richtig gute Argumente haben und das ist Marvin. Du bist der Spezialspezialist für Ökosysteme im Finanzbereich. Wieso sind wir auf dem Fischmarkt? Für mich eines der besten Beispiele für ein sehr, sehr modernes Ökosystem. Der klassische Markt, du kennst es noch früher vom Handel, funktioniert ja eigentlich Angebot und Nachfrage, bestimmt den Preis. Was hier passiert, ist aber mehr als ein zweiseitiger Markt. Und zwar hat sich dieser wunderbare Fischmarkt hier seit Jahren, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten weiterentwickelt. Angefangen mit reinem Fischverkauf gibt es hier heute Krämerwaren, Elektroartikel, Obst und Gemüse. Und das Produkt steht gar nicht mehr im Vordergrund, sondern das Erlebnis hier im schönen Hamburg, direkt am Hafen. Bei Angebot und Nachfrage hier auf dem Markt, ja. Da bin ich mal gespannt, ob die nachher mit dem Preis runtergehen, weil die sind ja limitiert hier von der Zeit. Obst für 15 €, müssten wir eigentlich mal gucken, was der da drüben verlangt oder was die hier verlangen, ja. Ja, sehr spannend. Also Konkurrenz belebt offenbar das Geschäft. Ich wusste gar nicht, dass Obst als Fisch durchgeht. Klassisches Ökosystem. Hier gibt es nicht nur Fisch, hier gibt es viele verschiedene Sachen. Die Frage ist ja, warum kommen die Leute hierher, um Obst zu kaufen? Ich sehe Blumen, ich sehe Klamotten, ja. Kaum Fisch. Was ist los? Marktentwicklung über Jahre, die sich nicht nur hier im analogen, sondern auch im digitalen Bereich so entwickelt haben, dass das Angebot und die Differenzierung, die Variation von Dingen, die man kaufen kann, unheimlich zugenommen hat. Was für uns als Käufer natürlich super ist, weil wir müssen nicht mehr von A nach B laufen, um unsere Einkäufe zu tätigen, sondern können alles an einem Punkt machen. Hier bis 9:30 Uhr im digitalen Raum, 24/7 auf verschiedenen Plattformen zu jeder Zeit. 3 Klicks, alles im Warenkorb und schon haben wir ein paar neue Dinge. Jetzt sind wir auf dem Markt, holen uns einen Kaffee, also ein Verbrauchsgut. Ja. Ja. Wir haben eigentlich gerade aber auch schon gesehen, dass es viele Gebrauchsgüter gibt. Also nicht nur Lebensmittel, sondern Rundumservice hier. Die Frage ist ja immer, braucht man das? Den Kaffee brauche ich auf jeden Fall jetzt. Ja, ich auch. Das Mickey Mouse Shirt, was wir gerade gesehen haben, ich weiß es nicht. Ja, aber so ein Impulskauf, oder? Ja, du warst ja kurz davor. Ist ja schon mal, wann hast du das letzte Mal was gekauft, was du nicht gebraucht hast? Wahrscheinlich gestern. So, bitteschön. So, jetzt sehen die Leute, dass ich Bargeld in der Hand habe. Ich bin ruiniert für mein Leben. Ja. Elbstimmt für 14 €, Leute. Ist doch kein Geld, Mensch. Mach mal das Portemonnaie auf. Geld ist sowieso mal nichts mehr wert. Könnt ihr bei mir alles raushauen. Guck dir das an. Luxuskäse von Apfel und Ei. 7 Stücke freie Auswahl. Das ist kein Billiggouda. Wir haben hier Luxus. Ja, wenn ihr dichter kommt, werden die alle immer größer hier. Hier gibt es heute den Sonntags-Frühaufsteherrabatt. 1 Aal 15, 2 Aale 25, 4 leckere Forellen für 15 €. Über 40 Jahre siehst du, okay, am Ende vom Monat kommen die Leute weniger, dann bringst du auch direkt weniger mit auf den Markt. Ne? 40 Jahre Erfahrung mitzubringen auf so einem Markt hilft natürlich zu wissen, was will der Kunde haben. Ne? Steuererfahrung und etc. Das gehört dazu. Ja. Jetzt wird's aber voll hier. Ja. Das ist. Ja. 8 Uhr? Wie spät haben wir es? Nee, nicht mal. Jetzt haben die Leute die Möglichkeit, hier jede Menge Zeugs zu kaufen, was sie vielleicht gar nicht brauchen. Online ist es doch noch viel schlimmer. Wir sind es total gewohnt, mit 3 Klicks auf einer Plattform zu sein, irgendwas zu suchen und dann auch noch Vorschläge zu bekommen und auf einmal haben wir 5 Sachen im Warenkorb, die wir gar nicht brauchen. Du hast vorhin schon gesagt, Fehlkäufe sind dir auch mal passiert. Hast du mal überlegt, wie viele Dinge du eigentlich so zu Hause hast, die du nicht brauchst? Boah, wie viele Dinge ich generell zu Hause habe, ich denke mal, das könnte 5-stellig sein. Also jetzt nicht jeden einzelnen Baustein gezahlt, aber da kommt richtig viel zusammen. Die Frage wäre ja, wie kriege ich das Zeug wieder los? Es gibt ja Second-Hand-Plattformen, wo ich meine Dinge loswerden muss. Das Problem ist einfach, das ist viel zu kompliziert. Ich muss ein Foto von den Sachen machen, ich muss einen Preis raussuchen. Hier bestimmt sich der Preis durch Angebot und Nachfrage, aber woher soll ich wissen, was mein gebrauchtes Gut jetzt noch wert ist und was du dafür bereit bist zu zahlen? Vielleicht steckt auch noch ein emotionaler Wert dran. Dann muss ich die Beschreibung schreiben, dann muss ich das auf verschiedenen Märkten hochladen. Es gibt ja was für Kleidung, es gibt was für Elektro, es gibt was für Autos und das ist viel zu kompliziert, weil ich bin es ja gewohnt, ein Käufer zu sein und kein Verkäufer.
Aber wie kriegen wir jetzt die Leute dazu, dass sie wirklich zum Verkäufer, Verkäuferin werden? Ja, durch den Einsatz von Technologie. Also die Mittel sind ja da, Dinge einfacher zu machen. Wir müssen sie bloß, wie vielleicht hier auch auf dem Fischmarkt, sinnvoll zusammenfügen, damit ein Erlebnis draus wird. Es gibt ja genug technologische Mittel, um genau das einfacher zu machen. Zum Beispiel, du machst ein Foto und eine App erkennt automatisch, was ist das für ein Gegenstand, wie viel ist der noch wert, wo kann ich den am besten verkaufen. Und durch Anbindung über APIs, ich muss gerade an euren Dreh mit Joris auf dem Bauernhof auch denken, kann man solche Sachen ja auch über digitale Wege sehr einfach veröffentlichen. Sieht so aus, als würde ich bald wissen, was mein ganzes Geraffel zu Hause wert ist und auch wie ich es verkaufen kann. Aber wie kriege ich es effektiv los? Wenn du die ersten paar Gegenstände gescannt hast, dann siehst du ja auch, wie bei so einer Finanzübersicht, wie viel das dann wert ist. Und ich glaube, dieser Impuls, das kommt ja auch von Marie Kondo, ich glaube, das ist eine japanische Minimalistin, die sagt, wir müssen Dinge erstmal transparent und sichtbar machen, um sie dann handeln zu können. Weil wenn wir nicht wissen, was wir haben und wie viel wir haben, dann können wir ja auch nicht wissen, wohin damit. Ich glaube, so die letzte halbe Stunde ist nochmal Primetime, dann geben die nochmal Gas, dann werden nochmal die Angebote rausgehauen. Kriegen wir einen Obstkorb dann für 12,50, oder? Ja, wir müssen da nochmal hin eigentlich, ne? Ja, der Obstkorb, der reizt dich ja schon, ja? Schon. Oh, Moin. was kann man für euch beide tun? Wir gucken dir mal zu hier, ja? Ja. Gucken, ne? Ja, zugucken. Das ist gut, ne? Ah, ja, du. Du solltest mal zum Friseur gehen und dich mal ein bisschen hübsch machen lassen. Was ist denn mit dir passiert? Rote Paprika! Alleine der Transport aus Afrika kostet 2 Euro für sowas. Aber hast du nicht gewusst? Ohne Kern. Ohne Kern. Ja, das ist Banane ohne Kern, also du. mit Schale verzehren. Und so eine Tasche kostet heute nicht 80, 50, 35, 15 Euro. 15 Euro, das ist ja Wahnsinn. 10 Euro. 15 Euro. 5, ja, das ist Komm hier, mach mal. Was machst du? 15 oder? Trinkgeld 20 Euro. Ja, 15. Mach mal 15, das ist Ich gut. wollte 15 Ja. Euro machen, weil du das bist. Eben. Weil du Ich muss doch Geld noch zum Friseur, weil Junge. du Geld für Friseur Ich brauchst. muss doch Hast noch, du nicht, siehst du hast nicht. genau. Danke. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee, dass sagt, komm, ich helfe den Leuten digital das Zeug loszuwerden? Also eigentlich aus dem eigenen Problem heraus. Ich habe vor 1,5 Jahren selber diesen Impuls gehabt, mal ordentlich auszumisten. Ich hatte ein bisschen Zeit zu Hause und habe mich mal hingesetzt, habe Kleiderschrank, Dachboden, Keller, alles ausgeräumt. Und dann saß ich da in meinem Zimmer und habe mir nur gedacht, du hast viel zu viele Dinge, von denen du gar nicht weißt, dass die noch existieren. Keine Ahnung, wie viel die wert sind. Aber dann war ja, ey, es gibt doch so viele Plattformen, es gibt doch so viele Märkte schon, wo ich das loswerden kann. Ich lege jetzt richtig los, habe angefangen, die Anzeigen zu schreiben, habe angefangen, Dinge hochzuladen und nach einer halben Stunde habe ich auch gedacht, das ist es nicht, das ist noch viel zu kompliziert. Und daher ist die Idee entstanden, ey, wir brauchen nicht noch einen neuen Markt, das Angebot ist da, wir brauchen eine Fastlane. Wir müssen es einfacher machen für Leute, Besitz zu digitalisieren, Preise zu schätzen und Dinge zu verkaufen oder weiterzugeben. Und ganz am Ende kommt der Call to Action. Leute, wie viel Zeug habt ihr überhaupt zu Hause? Schaut mal nach und wie ihr das loskriegt, das ist dein Part. Ja, ihr könnt Itemly dafür nutzen. Denkt immer dran, Konsum an sich ist nicht schlecht. Wir haben heute auch hier was konsumiert, schöner Fischmarkt. Aber denkt auch dran, die Dinge wieder sinnvoll zurückzugeben in die Kreislaufwirtschaft, verkaufen oder zu spenden. Und dafür haben wir eine einfache Lösung. Probiert's aus und noch viel wichtiger, kommt mal nach Hamburg zum Fischmarkt. Das ist wirklich wunderschön. Stimmt.